Hi Leute, heute möchte ich euch mal ein Radio zeigen, auch eins, das Stefan mir vom Flohmarkt mitbekommen hat. Es schaut alt aus, also es schaut aus wie so aus den 50er Jahren. Deluxe, okay, aber es hat hier oben einen Kopfhöreranschluss, was nicht typisch ist für. Es hat FM, Mittelwelle und Langwelle. FM geht bis 108, was auch nicht so typisch war zu der Zeit damals, und es ist, denke ich, gar kein richtiges altes Radio. Hier haben wir eine moderne 230 Volt Buchse. Das hat auch Batterien, das Radio. Ich habe jetzt mal Batterien rein. Ich kann es hier mal ausprobieren. Als Antenne, die ist auch eher, naja, mickrig eher. Also nicht so lang wie bei den alten Radios. Dann mal hier ein Ausschalter da dran. Ist auch nicht typisch. Das hatten die damals auch noch nicht so. Und FM. Auf denen kein Name verzeichnet ist. FM funktioniert schon mal. Was auffällt ist, man kann ganz leicht hier da durchdrehen. Also nicht mal eine halbe Umdrehung. Daher vermute ich mal, dass der Drehkondensator direkt an den Knopf dran ist und die Skala dann nur nach rechts, links gezogen wird. So, von Abstimmen her ist es auch nicht so gut. Dann gucke ich mal auf Mittelwelle. Ich habe ja noch den schönen Mittelwellensender von Stefan. Den stecke ich mal an die 9 Volt Blockbatterie. So. Dann kann ich den mal da drauflegen auf das Radio, da wo vermutlich die Ferritantenne ist. Ich vermute, die Ferritantenne ist hinter der Skala. Dann habe ich den Audioplayer mal gestartet, bin auf Mittelwelle, Lautstärke, okay. Und jetzt muss ich den nur noch suchen, irgendwo in der Mitte. Da ist er. Da ist mein Sender. Dann kann ich den noch ausrichten, was am besten geht. Da geht schon am besten. So. Dann genau einstellen. Jetzt bin ich genau auf der Frequenz. Lautstärke-Port, die hat einen Wackelkontakt. So leicht. Hat die am Anfang auch gekratzt, aber durch oft hin und her drehen wird es wieder. Auf Mittelwelle hat es einen guten Klang. Dann will ich das mal auseinandernehmen und mal reinschauen, was da drin ist in dem Radio, wie das aufgebaut ist. Na kurz, ich habe ihn jetzt daneben hingelegt, hier, 30 cm weg, und funktioniert immer noch. Mit mehr Rauschen, aber funktioniert noch. Okay, dann da hätten wir das Batteriefach. Und hier Schraube, hier Schraube, hier Schraube, hier Schraube. Ich würde sagen, ich schraube mal die Schrauben raus einfach. Den Schraubendreher. Und schraube die Schrauben hier mal raus, die vermutlich das Radio hier drin halten. Hier habe ich noch ein Typenschild, und was auffällt, ist hier die Chibo GmbH aus Hamburg. Frequenzbereiche 87,5 bis 108, 15,22 bis 16,20 und 144 bis 2,79. Netzspannung 230 Volt, 50 Hertz, 4 Watt, Batterie 4x1,5 Volt. Jo. Schrauben sind draußen, mal gucken, wie das aufgeht. Ich glaube, ich muss die Knöpfe von oben runterziehen. Okay, Knopf 1 ist weg, Knopf 2 ist weg, da die Knöpfe, da die Schrauben. Und ich glaube, dass das hier auch rausgeht. Ja, weil das nämlich nur festgeklebt ist. Ups, ja, das ist nur hier angeklebt. So, haben wir dann noch was? Es könnte sein, dass das so rausgeht. Mal gucken. Ja, da haben wir schon ein Zahnrad an dem Drehkondensator, der hier die Skalenanzeige bewegt.
haben wir hier noch eine Schraube. Ne, da ist ein Drehkondensator drin zum Abgleichen, denke ich. Dann eine Schraube. Mal gucken, wie das aufgeht, wie das auseinander geht. Dann hier unten geht das schon mal raus. Hier sehen wir einen Trafo. Ich denke, es ist der Netztrafo. Eine Platine mit 4 Dioden und Kondensatoren parallel zu den Dioden. Das sind, mal gucken, das sind 203er. Das heißt 20 NF Kondensatoren, ein Öko, und ich denke, dann geht es hier weiter zur Stromversorgung. Dann hier war die Antenne angeschraubt, das ist die hier. Die kann man jetzt da rausnehmen. Dann ist hier nur viel Luft drin, ein Lautsprecher, viel Luft, und hier die Platine da. Ich denke, das ist das ganze Radio. Und da haben wir noch einen Ferritkern hier. Werde ich mal versuchen, das weiter zu zerlegen, den Stecker dann mal abstecken vom Netzteil. So, jetzt habe ich das Ding mal abgesteckt, jetzt kann man es genauer betrachten. Hier der Trafo, da kommt das Netz rein. Dann der Trafo, ich schätze mal, weil da keine Sicherung davor ist, dass der Trafo innen noch eine Sicherung hat. Das hier ist wohl Erdung, dass das so zusammen ist, und die Kamera will wieder nicht scharf stellen. Ja, mal darauf scharf stellen lassen, so. Genau, hier ist eine Drahtschlaufe, die ist da dran. Und die 2 Wechselstromkabel. Die Drahtschlaufe wird die Erdung sein, denke ich. Dann haben wir hier 4 Kondensatoren, 4 Dioden, einen Öko, 2200 mA 16 Volt. Dann hier noch ein kleiner Ferritkern hier. Ich schätze mal, das wird zur Antenne gehen, und die Antenne, die ist direkt da dran. Und die anderen Kabel plus zum Minus gehen zur Batterie. Das ist der Batteriebetrieb, Antenne und ganz einfach nur Gleichrichter und Öko zur Stromversorgung. ROHS, das heißt, das Ding ist niemals von damals, weil die bleifreien Lötsachen und so, die gab es damals noch gar nicht. Dann hier, wenn ich reinschaue, das Brett hier, das mit dem Lautsprecher, ist direkt mit der Platine da verschraubt, direkt mit dem da vorn. Rausgehen tut es trotzdem nicht. Ich weiß nicht, was es für eine Konstruktion ist. Vielleicht ist es von da noch eingeschraubt ins Holz. Auf jeden Fall ist das schon mal Holz, also so Pressholz, so aus Sägespäne Pressholz. Schaut von außen edel aus. Innen ist aber hier fast nichts drin. Bis auf die kleine Radioplatine da oben. Und wenn ich dann wieder umdrehe, hier kann man sehen, dass hier noch ein Filter zum Abgleichen ist. Dann hier drin sind 3 Drehkondensatoren zum Abgleichen. Und da ist noch ein Drehkondensator zum Abgleichen drin. Oder eine verstellbare Spule. Ist eine verstellbare Spule, ich schätze mal für UKW. Ja, und da ich das Ding jetzt nicht weiter auseinander bekomme und nicht weiß, wie man das rauskriegt, da ist zwar hier noch eine Schraube drin, aber wer weiß, was ich damit wegschraube. Ich weiß nicht, wie man das aus dem Holz rausbekommt. Gebe ich für euch auf, weil ich schätze mal, das ist auch nur so ein Chip-Radio. Ja, da vorne haben wir einen Chip. Das ist ein Chip auf der anderen Seite der Platine. Ja. So von der Platine her zu urteilen, ist es auch wirklich nur ein Chip-Radio. Ja. Dann baue ich das Ding mal wieder zusammen. So, und dann habe ich es wieder zusammen. Das hier ist auch eine moderne Buchse aus Kunststoff und nicht eine alte. Also alles recht modern. Ein auf alt gemachtes Radio. Dann das wieder drauf. Das war nur geklebt, das ist hier nur geklebt drauf. Dann kommt der Senderball wieder. Die hat hier eine Rille, die Rille muss in die Rille rein. Kann man wieder aufstecken, kann man den Sender wieder einstellen. Dann Lautstärke und Ein-Aus. Die hat da keine bestimmte Markierung. Der kommt da wieder drauf, oder? Hat der eine Markierung irgendwo? Nein. Nur ein Knopf einfach da drauf, dann bin ich hier wieder auf
Mittelwelle. Kann man auf Langwelle schauen. Langwelle will ich alles mögliche empfangen. Aber sonst, doch. Deutsch, Englisch. Nee, das ist FM. Das ist FM. Mittelwelle. Genau, Langwelle. Langwelle empfange ich alles mögliche, denke ich. Ein Langwellensender. Langwellensender. Mittelwelle. Da haben wir unseren Sender wieder. Den da. Also können wir den auch neben das Radio legen. Geht auch. Jo. Schönes Senderprojekt von Stefan 0719. Also von der Empfindlichkeit her ist das Radio ganz gut. Zumindest auf Mittelwelle. Auf FM so naja. Ja. Okay.